Cold Brew ist die neue Kaffeespezialität, die in den letzten Jahren aus Amerika und Skandinavien auch zu uns nach Deutschland gekommen ist. Tatsächlich ein Kaffeecocktail, eine Art und Weise, Kaffee zuzubereiten, die mich total gepackt hat. Ich sag mal so, kalter Kaffee holt nicht unbedingt jeden vom Sofa. Manche drehen sich da sofort mit Grausen, aber ich verspreche euch, mit Cold Brew kommt ihr in eine neue Kaffee-Aroma-Dimension. Grob gemahlener Kaffee, der über einen Zeitraum von 4 bis 6 Stunden zieht, mit bestimmten Zutaten, Botanicals dazu, Zitrusfrüchte bis hin zu Zimt oder Kardamom, die ich dazu packe. Und am Ende kommt ein enorm intensives Erlebnis und spannenderweise mit einem niedrigeren Koffeingehalt als der heiß aufgebrühte Kaffee heraus. Ich verspreche euch jetzt schon, ihr werdet richtig Spaß haben. Für mich ist es mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr bis hin in den Spätsommer das Kaffeegetränk, auf das ich mich jedes Jahr irre freue. Ja, und für unseren Cold Brew haben wir uns natürlich einen besonderen Kaffee ausgesucht. Ihr könnt es euch schon fast denken, einen wunderbaren Arabica aus Brasilien. Ein kräftiger Kaffee, der einen schönen Kaffeekörper hat, der hat viel Frucht, der hat aber auch so Nuancen, so Nuss- und Schokoladennuancen mit dabei. Das ist wunderbar und den haben wir hier ein wenig gröber gemahlen. Gröber gemahlen bedeutet auf einer Skala von 1 bis 13. 1 ist so mockerfein, das ist so staubfein eigentlich schon. 13 etwas gröber und wir gehen hier auf die 7, also im oberen Drittel der gemahlene Arabica aus Brasilien. Ja, und jetzt kommen die Botanicals, die Zutaten dazu, die ich dafür ausgesucht habe für unser Summer Special. Eurer Fantasie sind da aber übrigens keine Grenzen gesetzt, also ihr könnt da auch selber ein bisschen ausprobieren und experimentieren. Ich habe eine Apfelsine unter anderem gewählt. Wir nehmen dann dazu nochmal die Minze. Die Minze, die könnt ihr zum Beispiel auf dem eigenen Balkon oder auf dem Fensterbrett wunderbar selber ziehen. Und jetzt werden wir ein bisschen exotisch. Jetzt kommt noch der Ingwer dazu. Also eine tolle Kombination mit Frische, mit der Zitrusfrucht, die Minze und der exotisch-asiatische Ingwer, der auch so einen Hauch einer Schärfe gibt. Und das verbindet sich wunderbar eben mit dem Arabica, mit den Noten, auch wieder von Frucht, von Nuss und von Schokolade. Und übrigens alle Zutaten, die wir auch haben, einschließlich des Kaffees, immer bio. Gerade bei den Zitrusfrüchten ist das natürlich sehr wichtig, wenn ihr einfach auch die Schale mit verwendet. Jetzt geht's los mit der Zubereitung vom Cold Brew. Als allererstes mal ein Glas. Ich habe in dem Fall hier das alte Wegglas gewählt mit einem Inhalt von knapp einem Liter. Das ist so die Größenordnung, die ihr auch auswählen solltet. Und als allererstes kommt der grob gemahlene Kaffee rein, aus Brasilien bei uns zumindest. So, als nächstes geht es an die Orange, an die Apfelsine. Die wird jetzt von mir halbiert und geviertelt. So, und dieses Viertel schneide ich dann nochmal so in kleine Stücke. Das könnt ihr in Längsstücke, in Querstücke machen, vollkommen egal. Hauptsache das Viertel kommt in das Glas rein. So, dann das auch auf den Kaffee drauf. Und natürlich wollen wir auch von dem Orangensaft nichts verschwenden. Also das auch noch mal da rein. Ein paar Tropfen dürfen daneben gehen, aber möglichst viel wollen wir davon behalten. Als nächstes die Minze. Wir haben hier schon direkt so die Menge. Das sind drei gute Stängel Minzen. Die müsst ihr noch mal brechen. Ach, dann riecht der einfach schon, da kommen schon die ätherischen Öle rein, wunderbar und komplett. Ihr könnt es auch so ein bisschen auseinandernehmen, auch das alles rein. Und zum Schluss der exotische Ingwer. Den nehme ich so, das kleine Stück hier vorne, das schneide ich jetzt ab. So, das reicht aus. Und dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Erstens ist es bio, zweitens ist er gebürstet und gewaschen. Ihr lasst ihn mit der Schale so und dann macht er einfach so kleine Stücke. Und die packen wir dann auch mit dazu. Jetzt haben wir den Kaffee, die Orange, Minze und unseren Ingwer mit dabei. Und zum Schluss kommt was? Natürlich das Wasser dazu.
Was ich dann immer mache, ist einmal umrühren, damit sich das so richtig gut auch verbinden kann. Und dann seid ihr eigentlich mit den Vorbereitungen und der Zubereitung zum 3/4 seid ihr schon fertig. Dann kommt noch der Deckel drauf. Das Ganze dann in den Kühlschrank, mindestens 3 Stunden. Ich empfehle so 4 bis 5, maximal 6 Stunden in den Kühlschrank und dann geht es an den nächsten Schritt. Und das ist er, unser Cold Brew nach guten 3 Stunden im Kühlschrank nach dem Durchziehen. Und jetzt geht es endlich ans Genießen. Ich mache es mir ja ein bisschen einfacher. Ich habe die Arca gewählt. Das ist so ein dreiteiliges Kaffeezubereitungssystem. Ich habe einen Filter, einen Deckel und eine Glaskanne. Und ihr könnt das aber zu Hause genauso auch hier so klassisch machen wie Oma und Opa. Mit einem Filter, Handfilter oder Filtermaschine funktioniert ganz genauso gut. So, und jetzt steigen wir mal ein. Jawohl. So, wunderbar. Also hier ist alles gefiltert, das heißt, wir haben jetzt alle Kaffeereste, die Orangen und die Minze und der Ingwer, alles das ist hier drin. Das stellen wir jetzt mal kurz an die Seite. So, und jetzt sind wir eigentlich mit allem kleinen Minzstängel noch damit dazu. Und jetzt wird eingegossen. Wunderbar. Den können wir so reinstecken oder so. Ich finde das eigentlich sehr schön. Nochmal so einen frischen Minzstängel, der nochmal so ein bisschen Aroma zusätzlich da reingibt. Wunderbar. Und prima. Das ist genau das, worauf ich mich gefreut habe. Das ist so der klassische brasilianische Kaffee. Schönes Kaffeearoma. Arabica kommt gut durch. Und ihr erinnert euch, dass so Nuss und Schokolade, habe ich vorhin schon erzählt, das ist eigentlich wirklich so Samba im Glas, Samba im Kaffee und so fühlt man sich. Und jetzt probiere ich natürlich auch. Ja, perfekt. Also das ist eine tolle Symbiose. Also Kaffee zusammen mit den Aromen. Wir haben ihn gut durchziehen lassen und absolut erfrischend. Für mich wirklich ein absoluter Sommergenuss. So, und in dem Sinne, für euch jetzt, ihr da jetzt dran, bereitet es zu, habt viel Spaß dabei, genießt den Cold Brew mit dem Summer Feeling und habt einen ganz, ganz tollen Sommer. Bis zum nächsten Mal.